Willkommen zu meinem Kanal. Heute hören wir eine spannende Geschichte. Viel Spaß beim Zuhören. Das Abenteuer im verwunschenen Wald. Es war einmal in einem kleinen malerischen Dorf, in dem 3 enge Freunde lebten: Sophie, Tom und Lena. Die 3 Freunde haben schon immer von Abenteuern geträumt und haben oft Geschichten über den geheimnisvollen Wald gehört, der sich in der Nähe des Dorfes befand. Eines sonnigen Morgens haben sie beschlossen, dass es an der Zeit war, selbst ein Abenteuer zu erleben. Sie haben ihre Rucksäcke gepackt, warme Kleidung angezogen und sind mit großer Vorfreude in den Wald gegangen. Im Wald haben sie viele wunderbare Dinge entdeckt. Zuerst haben sie bunte Blumen gesehen, die in der Sonne leuchteten, und kleine Tiere, die fröhlich gespielt haben. Während sie den schmalen Pfad entlang gegangen sind, haben sie auch die frische, saubere Luft genossen und die sanften Geräusche der Natur gehört. Plötzlich sind sie an einen alten, moosbedeckten Brunnen gekommen. Tom hat den Brunnen untersucht und hat dabei etwas Glänzendes am Boden entdeckt. Mit großer Sorgfalt hat er den Brunnen abgeklappert und es herausgeholt. Sie haben festgestellt, dass es ein alter Schlüssel war, der vielleicht zu einem geheimen Ort gehörte. Nachdem sie den Schlüssel gefunden hatten, sind sie weiter in den tiefen, verwunschenen Wald gegangen. Nach einer Weile haben sie eine verzauberte Lichtung erreicht. Dort hat ein alter Mann mit einem langen, weißen Bart sie freundlich begrüßt. Er hat ihnen erzählt, dass der Schlüssel zu einer geheimen Höhle führt, in der ein großer Schatz verborgen sei. Die Freunde haben aufmerksam zugehört und haben sich entschlossen, der Spur des alten Mannes zu folgen. In dieser Lichtung haben sie sich auch ein wenig ausgeruht und die Magie des Ortes gespürt. Auf ihrem weiteren Weg haben sie viele kleine Prüfungen bestanden. Sie sind über umgestürzte Baumstämme geklettert und haben sich an verschlungenen Pfaden orientiert. Lena hat an einer alten, steinernen Tafel einen Hinweis entdeckt, der ihnen den richtigen Weg zeigte. Die Hinweise waren einfach und verständlich geschrieben, so dass sie keinen Zweifel hatten, dem Pfad zu folgen. Mit jedem Schritt wuchs ihre Vorfreude und sie haben sich immer besser kennengelernt und ihre Freundschaft gestärkt. Schließlich sind sie an eine dunkle Höhle gelangt, die geheimnisvoll und einladend zugleich aussah. Mit klopfendem Herzen haben sie die Höhle betreten. In der Höhle haben sie einen alten Koffer gefunden, der in einer Ecke stand. Als sie den Koffer geöffnet haben, sind sie von funkelnden Edelsteinen und goldenen Münzen überrascht worden. Der Schatz hat in dem schwachen Licht der Höhle geblitzt und in allen Farben geschimmert. Sie haben den Schatz sorgfältig zusammengepackt und beschlossen, ihn als Zeichen ihres Erfolgs zu bewahren. Nachdem sie den Schatz entdeckt hatten, haben sie sich einen Moment Zeit genommen, um die Schönheit und den Glanz der Edelsteine zu bewundern. Tom hat einen besonders funkelnden Diamanten in der Hand gehalten und hat ihn fasziniert betrachtet. Sophie hat die goldenen Münzen gezählt und hat festgestellt, dass sie einen bedeutenden historischen Wert hatten. Lena hat leise über die Bedeutung des Fundes nachgedacht und sich gefragt, welche Geschichten dieser Schatz aus vergangenen Zeiten erzählen könnte. Sie haben alle gespürt, dass dieses Erlebnis ihr Leben für immer verändert hat. Auf dem Rückweg ins Dorf haben sie sich lebhaft über das Abenteuer unterhalten. Sie haben gelacht, ihre Erlebnisse wiederholt und sich daran erinnert, wie mutig sie gewesen sind. Die frische Abendluft und der goldene Sonnenuntergang haben die Landschaft in ein warmes Licht getaucht, während sie langsam ihren Heimweg antraten. Jeder Schritt auf dem weichen Waldboden hat ihnen das Gefühl gegeben, Teil eines großen magischen Märchens zu sein. Die Freundschaft zwischen ihnen ist durch dieses gemeinsame Erlebnis noch enger geworden. Sie haben sich gegenseitig ermutigt und sind zusammen über kleine Hindernisse gestiegen. Als sie endlich das Dorf erreicht haben, haben alle Dorfbewohner ihnen mit Freude und Stolz gratuliert. Der Schatz und die Geschichte ihres Abenteuers haben das ganze Dorf begeistert. Sophie, Tom und Lena haben ihren Fund in einem kleinen Museum ausgestellt, damit alle den Schatz bewundern konnten. Die Ausstellung hat den Dorfbewohnern gezeigt, dass Zusammenhalt und Mut große Wunder bewirken können. Am Ende des Tages haben sie sich versprochen, immer füreinander da zu sein und gemeinsam neue Abenteuer zu erleben. Dieser Tag hat sich tief in ihre Herzen eingeprägt
und sie haben sich daran erinnert, dass der Glaube an sich selbst und die Unterstützung von Freunden jede Herausforderung überwinden kann. Als der Mond aufgegangen ist und die Sterne den Himmel erleuchteten, haben sie noch einmal im Dorf innegehalten und die friedliche Stimmung genossen. In diesem Moment haben sie gewusst, dass sie jederzeit wieder neue Abenteuer erleben würden. Dieses Abenteuer im verwunschenen Wald hat nicht nur einen Schatz, sondern auch unvergessliche Erinnerungen und eine noch stärkere Freundschaft hinterlassen. Wir haben gerade eine spannende Geschichte gehört. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, denken Sie bitte daran, meinen Kanal zu abonnieren und ein Like zu hinterlassen. Falls Sie etwas noch einmal anhören möchten, können Sie das Video zurückspulen. Nachdem Sie die 5 Fragen beantwortet haben, schreiben Sie bitte in die Kommentare, wie viele der 5 Fragen Sie richtig beantwortet haben, und teilen Sie Ihre Meinung zum Video mit. Jetzt gehen wir zu den Fragen über. Wo haben die Freunde den alten Schlüssel gefunden? A. Im Brunnen, B. in der Höhle, C. im Dorf, D. auf dem Pfad. Richtige Antwort: A. im Brunnen. Plötzlich sind sie an einen alten, moosbedeckten Brunnen gekommen. Tom hat den Brunnen untersucht und hat dabei etwas Glänzendes am Boden entdeckt. Wer hat den Hinweis auf der alten Tafel entdeckt? A. Sophie, B. Tom, C. Lena, D. der alte Mann. Richtige Antwort: C. Lena. Lena hat an einer alten steinernen Tafel einen Hinweis entdeckt, der ihnen den richtigen Weg zeigte. Was hat der alte Mann den Freunden erzählt? A. Dass der Schatz im Dorf versteckt sei. B. Dass der Schlüssel zu einer geheimen Höhle führt. C. Dass der Wald verflucht sei. D. Dass sie nicht weitergehen sollten. Richtige Antwort: B. Dass der Schlüssel zu einer geheimen Höhle führt. Dort hat ein alter Mann mit einem langen, weißen Bart sie freundlich begrüßt. Er hat ihnen erzählt, dass der Schlüssel zu einer geheimen Höhle führt, in der ein großer Schatz verborgen sei. Was haben die Freunde in der Höhle gefunden? A. Einen alten Brief. B. Einen Schatz mit funkelnden Edelsteinen und goldenen Münzen. C. Einen verborgenen Raum. D. Eine magische Kreatur. Richtige Antwort: B. Einen Schatz mit funkelnden Edelsteinen und goldenen Münzen. Als sie den Koffer geöffnet haben, sind sie von funkelnden Edelsteinen und goldenen Münzen überrascht worden. Wie haben die Dorfbewohner auf die Rückkehr der Freunde reagiert? A. Sie haben ihnen nichts gesagt. B. Sie haben sie mit Freude und Stolz begrüßt. C. Sie haben den Schatz gestohlen. D. Sie haben die Freunde ignoriert. Richtige Antwort: B. Sie haben sie mit Freude und Stolz begrüßt. Als sie endlich das Dorf erreicht haben, haben alle Dorfbewohner ihnen mit Freude und Stolz gratuliert. Liebe Zuschauer, zuerst möchte ich euch für eure Mühe beim Deutschlernen gratulieren. Es ist nicht einfach, aber euer Einsatz ist wirklich toll. Vergesst bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Dieser kleine Support hilft mir, euch in eurem Deutschlernabenteuer mit nützlichen Inhalten zu unterstützen und weiter an eurer Seite zu sein. Bis zum nächsten Mal.